In diesem Video möchte ich einmal auf das Thema Flexrohre eingehen, worauf ihr achten solltet bei der Auswahl des richtigen Flexrohrs und wo da so ein bisschen die Unterschiede liegen bei dem, was man im Netz findet und was überall angeboten wird als High-End. Zunächst einmal bietet nahezu jeder Anbieter Edelstahl-Flexrohre an. Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl. Es gibt den klassischen Magnettest, den jeder kennt und wo jeder sagt, okay, Edelstahl darf nicht magnetisch sein. Ist nicht hundertprozentig so. Es gibt ein paar Edelstahle, die mit anderen Zusammensetzungen sind. Die sind leicht magnetisch, sicherlich nicht stark magnetisch wie hier, aber leicht magnetisch. Ist nicht alles unbedingt Edelstahl, was als Edelstahl angegeben wird oder kein hochwertiger Edelstahl. Dementsprechend habe ich natürlich schon da massive Qualitätsunterschiede im Material. Das nächste, worauf die meisten achten sollten, es wird jetzt häufig viel angeboten, aber leider noch zu selten, ist die sogenannte Interlock-Verstärkung. Das ist diese Verstärkung hier drin, also diese Wellenlinie. Man kennt das so ein bisschen aus Wellrohren, die wir auch anbieten. Das ist praktisch hier drin ein Wellrohr. Es ist ein flexibles Edelstahl, nicht Gewebe, aber ja, halt ein Edelstahlschlauch, ein flexibler, der hier für einen sehr glatten Übergang sorgt, also ähnlich wie ein Rohr, wo die Abgase durchgehen und auch nicht so angreifbar ist bei Hitze. Insbesondere wenn es jetzt um viel Motorenleistung geht, um Leistungssteigerung, um hohe Abgastemperaturen. Gerade wenn ich das Ganze hinterm Turbolader verwende oder sehr weit vorne in der Abgasanlage, dann habe ich sehr hohe Temperaturen. Und wenn ich dann so klassische Flexrohre habe, wie ich sie aus dem Original-Fahrzeugbereich kenne, habe ich hier drin dieses Gewebe, was genauso ist wie dieses Gewebe draußen. Besteht aus ganz vielen kleinen Drähten und natürlich sind diese ganz vielen kleinen Drähte viel anfälliger für Hitze und glühen viel schneller weg als so ein, ja, ich würde fast sagen, gerilltes Rohr. Auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr nicht diese Verstärkung hier drin habt, ungeeignet für viel Leistung. Okay, für den normalen Bereich, wo man was repariert, aber für viel Leistung sehr ungeeignet. So, dann packe ich das beiseite und komme demnach auf eine Auswahl. Ein Flexrohr von uns, ein Flexrohr aus dem Internet, was wir erworben haben als hochwertiges Produkt. Hat auch diese Interlock-Verstärkung hier drin. Würde man jetzt vom Bild aus sagen, super, Flexrohr nehme ich, toll. Beachtet man jetzt diese Außengewebe, sieht man relativ schnell auf einen Blick, wie löchrig dieses Gewebe ist und wie geschlossen das Ganze hier ist. Das heißt, hier wurde schon mal Material gespart, man hat mit weniger Drähten gearbeitet und das Ganze ist demnach natürlich nicht so stabil. Betrachtet man diese Interlock-Verstärkung so ein bisschen detaillierter, fällt einem auf, dass die Prägungen anders aussehen und dass man, ich sage jetzt mal, wenn man es weiß, man sieht, dass es ein dünneres Material ist, was hier verwendet wird. Jetzt werden beide Flexrohre als Edelstahlrohre beworben, was sicherlich sein mag. Und dann kommen wir wieder zu meinem Magnettest. Das ist hier auf jeden Fall ein Edelstahlflexrohr. Das ist auch ein Edelstahlflexrohr. Der kleine feine Unterschied, und da kommen wir wieder in die Produktion und in das Kostensparen und so weiter und so fort, sind diese Endkappen hier dran. Erst einmal muss ich sagen, sehen die ganz schön hässlich aus, wenn man die sich so beide anguckt. Und anders mal ist diese Form so ein bisschen aus der Produktion wiedergekommen und hier ist plötzlich gar kein Edelstahl mehr. Warum ist hier kein Edelstahl, während hier auch ein Magnetismus vorhanden ist, aber ein sehr leichter und hier ein sehr starker? Dieser Nicht-Edelstahl, in dem Fall verzinkter Stahl, lässt sich deutlich einfacher formen. Man muss sich das vorstellen, diese Endstücken sind dafür da, das Gewebe, was hier drin ist, was die Flexibilität herstellt, was das Ganze stabil macht, dieses Gewebe wird dann zum Schluss mit diesen Endkappen verpresst, damit das hier stabil drauf bleibt. Würde man diese Endkappe aufmachen, würde das ganze Gewebegeflecht auseinander fleddern und das ganze Flexrohr wäre kaputt. Und dieses Verpressen ist mit Stahl oder mit verzinktem Stahl deutlich einfacher als mit einem stabilen Edelstahl. Und deswegen greifen hier viele Hersteller, um auch Kosten zu sparen, eben zu diesem verzinkten Stahl und sagen dann, sie haben ein Edelstahlflexrohr, weil dieses Gewebe hier draußen aus Edelstahl ist. Warum ist jetzt dieser Ring auch leicht magnetisch? Das kommt daher, dass wenn Edelstahl verformt wird, verändert es das Gefuge etc. und entwickelt leicht magnetische Eigenschaften. Die sind nicht weiter schlimm. In dem Fall auf jeden Fall haben wir hier ein 100% Edelstahlflexrohr, was demnach einer Edelstahlabgasanlage gerecht wird, über die Zeit nicht weggammelt. Die Dinger würden irgendwann wegrosten und entsprechend hohen Abgastemperaturen,
hohen Abgasdrücken etc. standhält. Ich hoffe, ich konnte euch einiges zum Thema Flexrohre erklären und auch in dem Fall mal nahelegen, warum ihr bei uns die richtige Auswahl für ein Flexrohr treffen könnt. Insofern bedanke ich mich fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis bald.